Grüß euch liebe 1000 PS-Fans, ich teste für euch die neue Suzuki SV650 in Spanien. Wer beim schnellen Drüberschauen über die neue SV650 denkt oder es sogar ausspricht, naja, die schaut doch aus wie die Vorgängerin der Vorgängerin. Die direkte Vorgängerin der neuen SV650 ist nämlich die SFV650 Gladius und deren Vorgängerin war eben die SV650, die bis 2009 gebaut wurde. 1999 kam das Modell überhaupt auf den Markt. 2003 wurde es stark überarbeitet, bekam einen neuen Rahmen, Motor bekam eine Einspritzanlage und das ging dann eben bis 2009. Dann kam die Gladius. Wer das jetzt eben denkt, dass die wie die Vorgängerin der Vorgängerin ausschaut, das finde ich total legitim. Und Suzuki findet es eigentlich auch in Ordnung, deswegen traue ich es mich auch ganz einfach so sagen. Die neue SV650 soll wieder an die alte anschließen, daher auch dieses typische Design mit dem Rundscheinwerfer, der ja in Wirklichkeit tatsächlich zeitlos ist und naja, sagen wir so, bei der SFV650 Gladius haben sich eigentlich schon beim Erscheinen die Geister geschieden. Ob das jetzt wirklich schön war oder nicht, lasse ich dahingestellt. Mir persönlich hat es jetzt nicht so gut gefallen, deswegen freue ich mich aber umso mehr über die neue SV650. Rein technisch gesehen war die Gladius natürlich kein schlechtes Motorrad und definitiv besser als ihre Vorgängerin. Es wurde viel überarbeitet und an der neuen SV650 wurde wiederum von der Gladius viel übernommen und vieles verbessert. Also das heißt, die neue SV650 ist definitiv um einiges besser als die Vorvorgängerin. Fangen wir an beim Motor. Nach wie vor ein 645 Kubik großer V2-Zylinder. Die Konkurrenz vertraut Kawasaki ER6N schon länger auf den Parallel-Zweizylinder. Die Yamaha MT-07 ist erst seit kurzem am Markt, verwendet aber auch einen Parallel-Zweizylinder. Suzuki hält am V-Motor fest. Es ist grundsätzlich eine etwas teurere Lösung. Na klar, man braucht zwei Motorgehäuse. Bei einem Parallel-Twin sind die beiden Zylinder halt in einem Gehäuse zusammengefasst. Das Gute daran ist meiner Meinung nach, dass ein V2 doch einen typischen V-Motor-Charakter hat. Klar, sonst wäre er ja kein V2-Motor. Die Reihenmotoren imitieren das ein bisschen mit dem Hubzapfenversatz. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, die SV650 hat mir schon immer vom Motor her besonders gut gefallen und die aktuelle, also die neue jetzt, ist eigentlich so das Meisterstück von Suzuki in dieser Klasse. PS-mäßig sind wir jetzt bei 76 angelangt. Bisschen mehr als die SFV 650 Gladius, ist aber jetzt auch schon Euro 4 konform. Das heißt, es wurde schon einiges geändert am Motor. Insgesamt hat man uns gesagt 60 Teile. Hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber dafür, dass das Triebwerk von Grund auf eigentlich überarbeitet wurde, ist es schon beachtlich. Der Auspuff, auch ein neuer, erspart sich den Sammler unten. Es ist einfach ein hochwertigerer Katalysator verbaut. Auspuff auf der Seite schaut jetzt auch, finde ich, ein bisschen zum Motorrad passend aus. Bei der Gladius war es eher so eine geschwungene Banane. Das ist jetzt wieder ein gestandener Auspuff. 76 PS, grundsätzlich für die Mittelklasse sicher nicht zu wenig, zu viel auch nicht und im Falle der SV650, im Falle der neuen SV650 sehr angenehm fahrbare 76 PS, die bis 11.000 Touren gedreht werden kann. Ja, das heißt, in dem Begrenzer muss man eigentlich nicht oft rattern, da muss man schon extrem andrücken, dass das passiert. Und eben dieses typische V2-Gefühl von unten heraus, echt guter Punch. Also das
das funktioniert ausgezeichnet. Sound eben auch so ein typisches V2-Bollern. Es ginge natürlich immer ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Für so ein Motorrad klingt der V2 richtig gut. Ja, von der Leistung her führt die Suzuki somit mit ihren 76 PS die Liga dieser 650 bis 700 Kubik Zweizylinder-Motorräder an. Das Drehmoment 64 Newtonmeter bei 8.500 Touren, glaube ich. Ja, da ist die MT-07 ein bisschen stärker, aber in Wirklichkeit, es geht bei diesen Motorrädern ja um die gute Fahrbarkeit und das ist bei der neuen SV650 eindeutig gelungen. Ich würde ihr eine extreme Handlichkeit attestieren, schon alleine wegen des 160er Hinterreifens. Ich finde das fantastisch, dass in dieser Klasse es einfach in Ordnung ist, einen 160er Hinterreifen zu haben. Ja, okay, wir sind vielleicht jetzt schon 190er Reifen auf den fetten Naked Bikes gewohnt, aber es reichen einfach auch 160er Reifen, weil die fürs Handling einfach enorm hilfreich sind. Die ganze Maschine wiegt um einiges weniger als die SFV 650 Gladius. 195 Kilo sind jetzt, stehen auf der Waage. Knappe 8 Kilo spart die ABS-Version gegenüber der SFV. Davon fallen 3,5 Kilo auf den Auspuff. Ja, also das ist eine ganze Menge und man sieht es eben auch, dass er ein bisschen filigraner wirkt. 1 Kilo geht aufs Konto vom ABS-System, vom ABS, also Antiblockiersystem. Das ist natürlich auch eine Menge, ist aber jetzt nicht überraschend. Die Systeme werden ja immer moderner, immer kleiner, immer besser. Ja, und 3,5 weitere Kilo gehen auf andere Teile, die sozusagen gespart wurden, die leichter wurden, unter anderem am Motor. Also durch die Gewichtsreduktion eben noch um ein Äußerl handlicher und agiler als es die SFV 650 Gladius schon war und die war ja auch eigentlich ein ziemlich agiles Handlingwunder. Ja, die Fahrerei heute eben sehr lustig, leider durchwachsen. Man glaubt vielleicht, dass es in Spanien immer sonnig ist. Man sagt mir auch jedes Mal, wenn ich nach Spanien komme, es hat seit 100 Tagen nicht geregnet, aber es hat heute sehr viel geregnet. Wir sind auf teilweise trockenen Straßen gefahren. Aber wenn es dann einmal trocken war, haben wir es richtig fliegen lassen können. Im Nassen ja auch schön, ein Motorrad zu testen. Und ich habe mich auf der SV 650 auch im Nassen richtig wohl gefühlt, obwohl die SV 650 größtenteils elektronikfrei ist. Also es ist sehr erfrischend, wieder einmal ein Motorrad ohne Traktionskontrolle, ohne Riding Modes zu fahren. Das hat sie alles nicht. Ganz ohne Elektronik geht es aber natürlich nicht. Eben ein ABS mit an Bord. Und ich sage mal 2 nette Schmankerln, die aus der SV 650 jetzt kein hypermodernes Motorrad machen, aber doch auf die Höhe der Zeit bringen. Zum einen ist es das Suzuki Easy Start System. Ja, die GSX-S 1000 hat es auch schon, ich habe es aber nicht gewusst, weil ich einfach länger am Startknopf drauf bleibe, um ein Motorrad zu starten. In Wirklichkeit muss man das nicht, einmal kurz antipsen und der Startvorgang läuft von selber. Andere Marken haben das vielleicht schon länger und Suzuki bei eben mindestens einem Modell ja auch schon, aber es funktioniert gut. Wie ihr gerade gesehen habt. Ja, und es gibt noch ein anderes gutes System, das eben wiederum zeigt, dass die neue SV 650, so wie ihre 3 Vorgängerinnen, ziemlich, ich sage mal, auch auf Einsteiger abzielt. Nicht nur, weil eben auch erfahrene Motorradfahrer, so wie ich mich selber einschätze, damit Spaß haben können, sondern auch eben wahre Einsteiger, die vielleicht noch keine großartige Erfahrung haben, nämlich ein Throttle Body Integrated Idle Speed Control. Was heißt das? Naja, es ist eine Leerlaufdrehzahlregelung, die
dabei helfen soll, leichter anfahren zu können oder die das Anfahren erleichtern soll. Das Ganze funktioniert so, wenn der Motor unter 2000 Touren dreht und die Kupplung sozusagen losgelassen wird, sagen wir, man will wegfahren, man hat den ersten Gang drinnen, die Leerlaufdrehzahl liegt bei, sagen wir, knapp 1000 Touren, dann hebt die Elektronik selbstständig die Leerlaufdrehzahl ein bisschen an, sobald ich die Kupplung kommen lasse. Sensoren registrieren das. Es funktioniert tatsächlich gut, also man merkt, dass wenn man die Kupplung leicht loslässt, dass die Leerlaufdrehzahl steigt. Hilft vielleicht schon, um das Äußerl, dass die Maschine nicht abstirbt. Ich meine, Einsteiger tun sich da halt noch ein bisschen schwer. Klar, wer jetzt schon ewig Motorrad fährt, der fährt einfach weg und überlegt gar nicht, was er da macht. Aber wenn das jetzt Einsteiger noch nicht so gut können, dann hilft ihnen dieses System definitiv. Ich habe gefragt, ob das jetzt nur im ersten Gang ist oder bei allen Gängen, weil ich erwartet hätte, dass das dann vielleicht ein bisschen stören könnte. Mir wurde gesagt, es ist zwar schon in allen Gängen, aber eben nur bis 2000 Touren, was wiederum bedeutet, bei normalen Schaltvorgängen ab 2. in 3. bis rauf zum 6. Gang stört das dann ja nicht mehr wirklich, weil wenn ich da einmal unter 2000 Touren bin ich ja eigentlich selber schuld und sollte schleunigst wieder runterschalten. Also auch für mich als eben erfahrenen Motorradfahrer ein extrem spaßiges Gerät, ohne die viele Elektronik, die man schon fast nicht mehr sich wegdenken kann von einem modernen Motorrad, aber auch für Einsteiger geeignet. Und das erkennt man auch wiederum daran, dass die Sitzbank sehr niedrig ist, 785 mm Sitzhöhe, damit ist die SV650 Klassenprimus in ihrer Klasse. Und der Sattel wurde zusammen mit dem Tank auch etwas schmäler, das heißt, der Knieschluss ist ein bisschen schmäler. Kleinere Piloten kommen mit den Beinen besser zum Boden oder mit den Füßen besser zum Boden. Man hat uns Bilder gezeigt, nur 1,60 Meter große Fahrer stehen mit den Zehenspitzen zwar, aber doch mit beiden Beinen am Boden. 1,70 Meter Fahrer, die können schon direkt mit den Fußflächen am Boden stehen, was, wie wir wissen, für Einsteiger ja schon sehr wichtig ist, dass einmal der Stand passt, weil da zeigt sich, ob das Motorrad für einen selbst überhaupt in Frage kommt. Und ich kann das schon verstehen, dass das ein bisschen Angst macht, wenn man mit den Füßen gar nicht einmal runterkommt. Dann will man das Ding eigentlich gar nicht haben, weil man erwartet, dass man sich drauf nicht so recht wohlfühlt. Ja, was ich zu Beginn ja nur sehr kurz angeschnitten habe, das Design für mich etwas sehr Wichtiges bei einem Motorrad. Ich glaube, dass für viele das auch eigentlich das Kaufargument Nummer 1 ist oder sein wird. Abgesehen davon eben, dass mir die Gladius nicht so unbedingt zugesagt hat mit diesen zu vielen Rundungen, muss ich schon sagen, ist die neue SV650 bei aller Anlehnung an die Vorgängerin doch ein sehr modernes Motorrad, das allerdings einfach minimiert wurde auf das Nötigste. Also alleine das Heck, LED-Lichter, aber sehr klar gezeichnet, nichts Firlefanziges, was keiner braucht theoretisch. Einfach ein schönes, spitzes Heck, eigentlich wie man es früher schon gemacht hat. Und ich mag es jetzt auch wieder. Der Rundscheinwerfer, wie schon gesagt, einfach ein klassischer, cooler Rundscheinwerfer. Und seien wir doch ehrlich, jetzt gerade wieder dieser Retro-Trend. Jeder will moderne Motorräder auf alt machen und da passt doch das eigentlich wirklich absolut perfekt in das Bild, in das Schema. Und es wird leider erst Ende Sommer einige Tuning-Teile geben, die man an seine SV650 anbauen kann. Es wird zum einen hier in dem Bereich so wie eine Startnummern-Tafel geben. Schaut sehr lässig aus. Es wird ein Flyscreen geben. Es wird Mini- oder kleinere Blinker geben. Lauter Dinge, die man an seinem persönlichen Motorrad vermutlich verbessern, optisch aufpeppen möchte, die wird Suzuki dann anbieten. Ja, Handling und Motor meiner Meinung nach auf einem sehr hohen Level der Mittelklasse.
Bremsen und Fahrwerk, würde ich sagen, nicht auf einem niedrigen Niveau, sondern auf einem angemessenen, mittelmäßigen Niveau. Die Bremse auch absichtlich, weil sie ja auch Einsteiger benutzen sollen, nicht giftig. Man hat schon an festeren, man muss schon ein bisschen fester zupacken, dass sich was tut, aber sie ist trotzdem sehr gut dosierbar und sehr transparent. Also es ist nicht so, dass sie zu giftig zubeißen würde, also das einmal definitiv nicht. Zu sportliche Naturen würden sich vielleicht eine etwas schärfere Bremsanlage wünschen, genauso wie sich zu sportliche Naturen gewiss ein etwas strafferes Fahrwerk wünschen würden. Aber auch da wieder ein meiner Meinung nach wirklich sehr gut gelungener Kompromiss zwischen der nötigen Stabilität, die sie definitiv hat, weil wenn es heute trocken war, sind wir schon echt flott Kurven gefahren und da hat man gemerkt, das bleibt stabil, das fängt nicht zum Wackeln an, aber eben auch komfortabel genug, um etwaige schlechte Straßen in Angriff nehmen zu können, wo mir dann so manche straffere Fahrwerke irgendwann eigentlich zu straff sind. Und da ich leider nichts verstellen kann an der Gabel, das ist einfach eine, muss man schon sagen, vom Preis her angemessene Gabel, ist das einfach ein optimaler Kompromiss, muss man schon so sagen, weil da einfach nicht mehr möglich gewesen wäre, ohne die neue SV650 gleich wahrscheinlich um einen Tausender teurer zu machen. Ja, und was ist jetzt mit dem Preis, wenn ich schon davon rede, dass sie um einen Tausender teurer oder weniger teuer sein sollte? Ich weiß den deutschen Preis, ich weiß den österreichischen leider noch nicht. Dank unserer netten Nova wird das natürlich schon ein bisschen teurer sein. Aber in Deutschland ist es ein absolut konkurrenzfähiger Preis. Knapp 6.400 € wollen die deutschen Suzuki-Händler für die SV650. Das ist konkurrenzfähig. Das ist meiner Meinung nach für das neueste Modell in der Klasse definitiv nicht zu viel. Und das ist meiner Meinung nach vor allem für dieses super gut aussehende Motorrad, das es im Übrigen in 4 Farben geben wird. Dieses Weiß mit den blauen Felgen schaut meiner Meinung nach am besten aus, eben wegen der blauen Felgen. Dann gibt es einen blauen Tank, bei dem ich mir zwar auch die blauen Felgen wünschen würde, allerdings nicht die blauen Felgen, die da drauf sind, weil das dann ein anderes Blau wäre. So schlau war ich schon. Es wird eine ganz schwarze Version geben. Schwarze Motorräder muss man mögen, schaut aber auch sehr gediegen aus. Und eine rote. Also insgesamt meiner Meinung nach ein Motorrad, das man wirklich mögen muss, wegen seiner minimalistischen Auslegung, der allerdings nichts fehlt. Es ist alles drin, alles dran, was man braucht. Es sind akzeptable, eigentlich fast gute Bremsen. Es ist ein guter Kompromiss beim Fahrwerk. Es ist ein ausgezeichneter Motor. Es ist eine sehr gute, angenehme Sitzposition. Und nicht zuletzt die Optik, für wen auch immer sie eben ausschlaggebend ist, wäre die SV650, zumindest meiner Meinung nach, ein sehr, sehr interessantes Angebot. Nicht nur für Einsteiger, sondern eigentlich auch für Fortgeschrittene, die einfach eine kleine, agile, coole Maschine haben wollen, mit der es auch eigentlich durch die Stadt relativ flott zu schaffen ist, weil relativ schmaler Lenker, echt angenehmes, gutes Handling, 160er Hinterreifen, es passt eigentlich alles gut zusammen. Wenn euch nun meine Quatscherei über die neue Suzuki SV650 gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Abonniert überhaupt unseren YouTube-Channel und ihr könnt natürlich wie immer gerne Kommentare abgeben. Würde mich freuen, wenn mich jemand auf was aufmerksam macht, was ich vielleicht erwähnen hätte sollen oder was ihm besonders an diesem Motorrad gefällt. Ist immer interessant, unten die Comments durchzuackern und zu schauen, was die Leute so schreiben. Ihr könnt natürlich eure Kommentare auf alle unsere Videos abgeben. Danke fürs Zuschauen.